Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam diese Schlafmütze hier. Das könnt ihr an jedes beliebige Kuscheltier rannähen, was ihr gehäkelt habt. Zum Beispiel haben wir das gemeinsam an diese Qualle rangehäkelt. So sieht es dann im Endergebnis aus. Und das Video verlinke ich euch jetzt auch. Und ansonsten häkeln wir die Mütze jetzt hier gemeinsam. Das Video zu der ganzen Qualle ist auch schon online. Das findet ihr alles auf meinem Kanal. Unten in der Videobeschreibung steht auch alles. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Ich häkel mit einer 4 mm Häkelnadel und benutze dafür diese dicke Wolle. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Wir fangen an und legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und jetzt in der ersten Reihe häkeln wir erstmal 37 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 37. Jetzt nehmen wir uns unsere Luftmaschenkette einmal ordentlich und nicht verdreht. So. Und wir gehen jetzt hier in die erste Masche rein. Holen den Faden hier einmal durch und machen eine Kettmasche. Somit haben wir jetzt diesen Ring und das wird dann unsere Mütze und das ist erstmal die Anfangsgröße. Dann nehme ich mir meinen Maschenmarkierer, mache den hier am Anfang einmal rein und jetzt häkeln wir in der zweiten, dritten und vierten Reihe erstmal nur 37 feste Maschen. Also eine feste Masche in jede Masche. Wir nähern uns dem Ende der Reihe hier. Und jetzt haben wir die zweite Reihe mit den 37 festen Maschen gehäkelt. Und jetzt machen wir noch eine dritte und die vierte Reihe mit 37 festen Maschen. Und dann fangen wir an, kleiner zu werden. Einfach hier jetzt weiter. Meinen Maschenmarkierer packe ich wieder nach oben. Und dann einmal nur die ganze Reihe. 37 feste Maschen. Wenn das mit den Zahlen nicht ganz hinkommt und ihr 1, 2 weniger habt oder mehr habt, dann ist das auch nicht schlimm. Und das machen wir noch diese und die nächste Reihe. Und dann fangen wir an, langsam kleiner zu werden mit der Mütze. Da spule ich jetzt den Rest noch schneller. Wir sind jetzt in Reihe 5 angekommen, so sieht es jetzt aus. In dieser Reihe werden wir immer die 8. und die 9. zusammen abnehmen, das zeige ich euch jetzt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und von der 8. Masche nehmen wir eine Schlaufe und von der 9. Masche nehmen wir eine Schlaufe, holen den Faden durch beide Schlaufen durch, dann haben wir wieder 2, holen den Faden und nehmen wieder durch beide Schlaufen durch. Somit wird das jetzt langsam kleiner und das machen wir jetzt die ganze Runde lang, immer die 8. und die 9. 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und von der 8. wieder eine Schlaufe und von der 9. eine Schlaufe.
durch beide durch und wieder durch beide durch. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe, und wenn am Ende 1-2 Maschen übrig bleiben, ganz normal nur feste Maschen. Also nicht wundern, wenn es nicht genau aufgeht. Das ist überhaupt nicht schlimm. 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8 und 9 und zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und hier in die letzte mache ich eine ganz normale feste Masche. Dann die nächste Reihe machen wir nur feste Maschen. Also in jede Masche eine feste Masche bis zum Ende der Reihe. Jetzt in Reihe 7 angekommen, werden wir immer jede 7. und 8. Masche zusammen machen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und von der 7. eine Schlaufe und von der 8. eine Schlaufe. Durch beide Schlaufen durch und hier auch durch beide. Das bis zum Ende der Reihe immer die 7. und die 8. Masche zusammen machen. Jetzt in Reihe 8 häkeln wir wieder nur feste Maschen die ganze Runde entlang. In jede Masche nur eine feste Masche diese Runde. Jetzt sind wir in Reihe 9 angekommen und hier werden wir jede 6. und 7. zusammen abnehmen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Von der 6. Masche eine Schlaufe und von der 7. Masche eine Schlaufe und zusammen abnehmen. Und das auch bis zum Ende der Reihe. 2, 3, 4 und 5. Von der 6. und von der 7. eine Schlaufe zusammen abnehmen. In Reihe 10 angekommen, häkeln wir wieder eine Runde mit nur festen Maschen. Angekommen in Reihe 11 fangen wir an, und zwar werden wir jede 5. und 6. Masche zusammen abnehmen. 1, 2, 3 und 4. Von der 5. Masche eine Schlaufe und von der 6. Masche eine Schlaufe und gemeinsam abnehmen die ganze Reihe bis zum Ende. In Reihe 12 häkeln wir wieder nur feste Maschen, in jede Masche eine feste Masche bis zum Ende der Reihe. In Reihe 13 angekommen, werden wir jede 4. und die 5. zusammen abnehmen. Also 1, 2 und 3. Von der 4. wieder eine Masche, eine Schlaufe und von der 5.
Und das auch die ganze Reihe bis zum Ende. Die Reihen werden ja immer kleiner und das geht immer alles schneller. Also 4. und 5. zusammen abnehmen. 1, 2 und 3. 4. und 5. 1, 2 und 3. 4. und 5. Eine Masche habe ich hier übrig. Da kommt eine feste Masche rein. Und jetzt werden wir erstmal einige Reihen immer gleich häkeln. Das war jetzt Reihe 13. Und jetzt werden wir Reihe 14 bis 21 nur feste Maschen häkeln. Also jeweils eine feste Masche in eine Masche. Und das jetzt erstmal ein ganzes Stück lang, also Reihe 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21. Das spule ich dann jetzt schneller und dann machen wir gemeinsam in Reihe 22 wieder weiter. Wir sind jetzt in Reihe 22 angekommen. In dieser Reihe werden wir auch noch mal die 4. und die 5. gemeinsam abmaschen. Also 1, 2 und 3, 4. und 5. und abmaschen. 1, 2 und 3. 4. und 5. abmaschen. 1, 2 und 3. 4. und 5. abmaschen. Die restlichen Maschen einfach nur feste Masche. Jetzt häkeln wir wieder eine Reihe mit nur festen Maschen. Am Ende der Reihe angekommen. Jetzt sind wir in Reihe 24. Hier werden wir jetzt die 3. und die 4. abmaschen. Also 1 und 2. Von der 3. eine Schlaufe und von der 4. gemeinsam abmaschen. 1 und 2. 3. und 4. Masche. 1 und 2, 3. und 4. Und hier habe ich wieder 2 feste Maschen. Jetzt häkeln wir in Reihe 25 und 26 wieder nur feste Maschen, die 2 Reihen. Und dann machen wir noch den Rest. So, jetzt am Ende angekommen, schneide ich den Faden einmal ab. Maschenmarkierer kann auch raus. Ziehe es einmal raus. Dann fädel ich das Stückchen noch auf die Vernähnadel.
Und hier oben können wir jetzt durch die restlichen Schlaufen einmal durchgehen. Das sind jetzt nur noch ein paar Maschen hier. Da nehme ich immer eine Schlaufe und gehe da einmal durch, festziehen. Und das ist auch schon fertig. Der Faden kann hier bleiben, den mache ich kürzer. Und die Mütze einmal umstülpen. Dann haben wir hier auch die schöne Seite. Jetzt machen wir noch gemeinsam hier den Pompon. Wie hier. Und dann sind wir gleich auch schon fertig. So, wir machen jetzt den Bommel hier zusammen. Dafür nehmt ihr die Farbe, die ihr möchtet. Ich nehme diese beige Farbe, die passt zum Kopf, was ich jetzt gerade mache. Und da lege ich mir ein kurzes Stück Faden hier auf die Hand. Und dann nehme ich die Wolle einfach, lege es hier einmal drum und fange das an, um meine 3 Finger zu wickeln. Und das machen wir jetzt einmal ordentlich, bis wir ein ordentliches Stück auf der Hand haben. So, ungefähr so viel habe ich jetzt auf der Hand. Jetzt nehme ich mir hier diese mittlere Schnur. Das können wir hier einmal abschneiden. Hier machen wir jetzt erstmal einen Knoten rein. Und dann drehen wir das auf die andere Seite. So. Und machen jetzt hier auch noch mal so 2 Knoten schön fest. Und jetzt schneiden wir einmal hier die Seiten auf. So, ich denke, ich habe jetzt alle erwischt. Und jetzt können wir anfangen, hier die Seiten kürzer zu schneiden und dann wird es schön flauschig am Ende. So sieht es jetzt aus. Schön flauschig und schön klein. Das passt dann an die Spitze richtig gut. Dann nehmen wir uns einmal von der Farbe der Mütze ein bisschen noch Faden. Dann tun wir das auf die Vernähnadel. Mache einen Knoten hier rein. Dann gehe ich hier einmal durch den Pompon durch. Das lange Stück vor dem Knoten kann natürlich weg. So, und dann kommt das hier vorne einmal rangenäht. Da gehe ich auch einfach hier durch 1, 2 Schlaufen.
Und dann von der Seite noch mal durch den Pompon. Wieder zurück. Und dann ist es auch richtig fest und sicher. Es kann natürlich ein bisschen fusseln, also da trotzdem bei Kindern aufpassen. Und dann noch durch 1, 2 Schlaufen durch. Und im Inneren der Mütze können wir die Schlaufe verschwinden lassen. Und dann kann das an jedes beliebige Tierchen, was ihr häkelt, rangenäht werden. Und dann habt ihr so eine süße Schlafmütze. So nenne ich das mal jetzt. Die sieht natürlich so aufgeklappt jetzt nicht so wunderschön aus, aber wenn die am Kopf dran ist, so wie bei dem hier, dann sieht das mega süß aus, finde ich. Und wenn ihr sehen möchtet, wie ich das hier rannähe, das ist dann bei dem Video hier, wo wir diese Qualle gemeinsam gehäkelt haben. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich gefällt euch die Mütze. Und dann sehen wir uns auch schon bei einem neuen Video. Bis dahin!